Hallo, mein Name ist Silke Theileis. Und ich bin Yvonne Rowohlt. Wir kümmern uns um die Digitalisierung im Landkreis Nordwestmecklenburg. Für alle, die da jetzt geografisch nicht sofort ein Bild vor Augen haben, das befindet sich oben an der Ostsee, da einfach mal die Ostseeinsel Pöhl suchen oder die schöne Hansestadt Wismar. Da kommen wir her und da leben wir. Heute möchten wir Ihnen etwas über unsere OZG- und E-Government-Umsetzung zeigen, die wir am Beispiel des Baugenehmigungsverfahrens umgesetzt haben. Und da wir uns nicht lange mit Theorie jetzt am Anfang aufhalten möchten, sondern Ihnen gleich zeigen möchten, wie wir das Ganze umgesetzt haben, fangen wir doch gleich mit einer Live-Präsentation an. Wir starten jetzt einfach mal das Video und zeigen Ihnen, wie so eine Bauantragstellung funktioniert und werden dann auch reinspringen bis in die Bearbeitung. Ein normaler Bauherr, Bauherrin würde sich über die Webseite einloggen, würde dort mit dem MV-Nutzerkonto den entsprechenden Bauantrag sich aussuchen. Hier gibt es eben verschiedene Verfahren, die man wählen kann, würde dann in den Bauantrag springen und nachdem wir alle wichtigen Informationen gelesen haben, beginnen wir mit der Bearbeitung des eigentlichen Bauantrages. Wir denken uns ein schönes, passendes Schlagwort aus, Ferienhaus Ziro. Wir sind die Bauherrin und dann bekommen wir eine kleine Hilfestellung, wie dieser Bauantrag funktioniert. Jede einzelne Information wird hier angezeigt, hier wird auch erklärt, welche Funktionen sind, wo ich Dinge bearbeiten kann und verändern kann. Dieses Video läuft beim ersten Mal durch, man kann sich das auch wieder anzeigen lassen, wenn man das möchte. Hier werden auch Funktionen erklärt, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit. Und dann startet man mit der eigentlichen Beantragung des Bauantrages selbst. Wir haben durch das Pre-Filling, durch die Vorbefüllung aus dem Nutzerkonto die Information schon weitgehend übernommen. Daten, die nicht im Nutzerkonto MV enthalten sind, werden extra eingetragen. Und unsere Bearbeiterin stellt fest, sie braucht jetzt irgendeinen Architekten oder Ingenieur und lädt sich den Entwurfsverfasser dazu. Das funktioniert hier ganz einfach aus der Antragstellung heraus. Man wählt die E-Mail-Adresse, schreibt einen netten Text, bittet um die Teilnahme und lädt ein. Wir wechseln jetzt dann die Perspektive und gehen in die Sicht des Entwurfsverfassers oder der Entwurfsverfasserin. Sie bekommt eine E-Mail, kann durch den Einladungslink auf den entsprechenden Vorgangsraum klicken. Auch hier muss sie sich natürlich einloggen mit dem MV-Nutzerkonto. Zur Sicherheit haben wir auch nochmal einen Code generiert, dass nicht jeder in diesen Raum hineinspringen kann. Sie kennt das natürlich, das Verfahren, guckt sich diese Hilfestellung nicht an und kann gleich damit anfangen, alle weiteren Informationen einzutragen. Zum Beispiel erkennt sie jetzt, dass die Vertreterin des Bauherrn noch nicht geklärt ist, prüft ihre Angaben der Entwurfsverfasserin, auch da ist ja fast alles vorgetragen aus dem Nutzerkonto und fängt jetzt an, wirklich die Inhalte des eigentlichen Bauantrags einzutragen. Zum Beispiel haben wir hier die Straße und das Flurstück, weil es durchaus mal sein kann, dass man noch eine Baustraße hat und noch gar nicht weiß, wo das wirklich ist. Man definiert wirklich, was ich vorhabe zu bauen. Wir können Abweichungen und Veränderungen angeben und dann kommt ein wichtiger Punkt, dass wir die Zahlungspflicht nochmal ausgewählt haben, dass wir wirklich darstellen wollen, ob der Entwurfsverfasser oder die Bauherrin hier bezahlen soll und wir landen bei den Anlagen. Es geht sowohl über den Explorer die Auswahl von Dokumenten als auch das praktische Drag und Drop und ich zeige auch als nächstes, dass es möglich ist, einfach mal 2 Dateien auf einmal hinüberzuschieben und jetzt werden einfach alle pflichtigen Anlagen hinübergeladen. Und wir sind jetzt an diesem Punkt des Vertreters des Bauherrn. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da wechseln wir wieder die Perspektive. Die Bauherrin möchte jetzt die Vertreterin beauftragen oder die Entwurfsverfasserin beauftragen, die Vertreterin zu sein, den Kontakt zum Bauamt zu halten und gibt ihr eine weitere Rolle. Hat sie also wiederum eingeladen. Und die Entwurfsverfasserin bekommt wieder eine E-Mail, loggt sich wieder über das MV-Nutzerkonto in diesen Vorgang ein. Auch wieder gesichert durch ein Kennwort und landet jetzt an der Stelle dieser Vertretung und überlegt sich jetzt, okay, nach welchen Arten und Weisen bin ich Vertretung und gibt auch die entsprechende Vollmacht an. Und jetzt ist dieser Bauantrag an sich fertig. Alle Daten sind gefüllt. Also kontrolliert jetzt die Bauherrin nochmal alle Angaben, sieht, okay, hier haben wir ja jetzt die Entwurfsverfasserin als Vertretung definiert, prüft jetzt alles durch und geht ganz zum Schluss zu dem Punkt, ich werde jetzt unterschreiben, ich zeichne frei. Sie lernt jetzt, okay, ich benachrichtige auch noch die Entwurfsverfasserin, dass ich das jetzt hier alles tue.
sie selber unterzeichnet. Dadurch werden alle Daten eingefroren. Es ist festgehalten, dass sie unterschrieben hat. Es gibt diesen berühmten grünen Haken. Und die Entwurfsverfasserin bekommt wiederum eine Information, dass sie sich wieder anmelden kann. Ich habe hier als nächstes einfach mal den Weg dargestellt, wenn man vielleicht nicht direkt in den Vorgangsraum springen kann, weil man von woanders unterwegs ist und nicht direkt den Link hat, dass es auch die Möglichkeit gibt, über das Postfach bzw. in den Online-Dienst hineinzukommen und dann hier zum Beispiel in die noch nicht fertig bearbeiteten Bauanträge hereinzuspringen. Also auch da gibt es weitere Wege hineinzukommen. Da findet sie den Einladungslink. Sieht auch, dass die Bauherrin das schon unterschrieben hat und kann jetzt freizeichnen. Damit ist wirklich wie auf einem Stück Papier die Unterschrift gewährleistet. Damit ist das Einreichen jetzt möglich. Die entsprechende Person, die einreichen soll, prüft natürlich nochmal alles, ob das korrekt ist, weil ganz unten natürlich drunter steht, dass dieser Bauantrag zahlungspflichtig ist. Und wenn wir uns sicher sind, dass alles passt, wird eingereicht. Der Bauantrag ist jetzt auf dem Weg in die Behörde und ich übergebe an Frau Theileis. Der Bauantrag geht in einem vordefinierten D3-Postkorb direkt aus dem Portal ein. Und nun wird aus dem Fachverfahren Prosus Bau, das wir verwenden, eine Akte im D3 angelegt. Das soll in diesem Fall diese Akte sein. Und über die Posteingangsbearbeitung, das ist Ihnen sicherlich alles bekannt, legen wir diese Portaleingänge, die jetzt reingekommen sind, in die Akte ab. Die Verschlagwortung findet hier natürlich nach einem vorgelegten Schema statt. Und wir haben das jetzt hier mal im beschleunigten Verfahren gezeigt. Jeweils muss natürlich der Lageplan bei den Dokumententypen unter Lageplan abgelegt werden etc. pp., damit die Akte eine entsprechende Aktenstruktur erhält. Jetzt haben wir hier die vollständige Akte einmal zur Ansicht und stellen fest, der Antragsteller bzw. Einreicher hat zum Beispiel vergessen, Brandschutznachweise zu liefern. Also erstellen wir aus Prosus Bau heraus eine Nachforderung für Brandschutznachweise. Diese ist im D3 und wir senden sie über den Portalexport, der extra hierfür konfiguriert worden ist, direkt zurück an den Einreicher. Wir wählen hier den Vorgang aus und exportieren das Ganze zurück. Hier haben wir noch eine Erfolgsmeldung, dass das Ganze dann auch geklappt hat. Wir wechseln wieder die Perspektive. Der Einreicher erhält eine E-Mail, kann sich wieder in seinen Dienst einloggen. Wichtig ist jetzt, die Antragstellung ist bewerkstelligt. Es ist nicht mehr die Antragstellung selbst. Wir sind jetzt im laufenden Verfahren. Er muss also in seinen Postkorb schauen. Das ist auch schon diese Weiterentwicklung in Richtung Servicekonten und interoperable Postkörbe. Loggt sich dort ein, sucht den entsprechenden Vorgang und findet dann das entsprechende Dokument. Hier findet er jetzt diese Nachforderung, er hat etwas zurückzumelden, also bearbeitet er das, geht einfach auch wieder in den Vorgang, geht auf Nachrichten versenden, bezogen auf diesen Vorgang, schreibt seinen Text, hat die Möglichkeit auch Dokumente anzuhängen und sendet es wieder zurück an den Sachbearbeiter. Diese im Portal hochgeladenen Informationen landen wiederum in dem vordefinierten D3-Postkorb und hier auch wieder der digitale Eingang wird manuell in die elektronische Bauakte abgelegt. Das Prozedere hier dasselbe wie beim Antragseingang. Zukünftig werden wir derartige Prozesse natürlich noch automatisieren, dass die Ablage automatisiert erfolgt, in dem Moment noch manuell. Wir schauen uns die Akte an, der Sachbearbeiter prüft jetzt die Akte, die Nachforderungen sind da, kann sich das Ganze nochmal anschauen und prüfen, was jetzt nochmal Inhalt dieser Akte war, schaut sich die Baubeschreibungen, Lagepläne, alles was dazu entsprechend in den Vorschauen an und muss jetzt zum Beispiel eine interne Behörde beteiligen. Sowas kann zum Beispiel das Veterinäramt sein, irgendein Amt des Landkreises. Dafür wird aus Prosus Bau eine interne Stellungnahme angefordert. Wir geben auf die Akte im D3 dieser beteiligten Abteilung Rechte, wie Sie hier sehen, und wir nehmen die soeben erstellte Anforderung aus der D3-Akte und senden sie über D3 an die beteiligte Behörde. Das heißt, die Beteiligung
für intern beteiligte Ämter, die auch Zugriff auf D3 haben, findet vollständig im Fachamt statt, im D3. Das ist jetzt quasi die beteiligte Behörde, die erhält das Ganze im D3-Postkorb, kann direkt aus der Anforderung der Stellungnahme in diese elektronische Akte springen, prüft das jetzt entsprechend auch, schaut sich die ganzen Unterlagen, auf die sie Zugriff hat, an und wird jetzt eine Stellungnahme abgeben. Das macht sie ganz einfach, indem sie ihre Stellungnahme, die sie in einem von ihr verwendeten Fachverfahren zum Beispiel erstellt hat, per Drag and Drop auf den Rücken der elektronischen Akte zieht und das Ganze unter interne Stellungnahmen abspeichert. Wie Sie sehen, ist das Ganze dann direkt in die elektronische Akte abgespeichert und ist sofort aufrufbar. Und die Rückmeldung, dass die Stellungnahme erfolgt ist, erfolgt wiederum von D3 an die Abteilung, die quasi zur Stellungnahme aufgefordert hatte. Dann kann sie die Anforderungen der Stellungnahme natürlich quittieren, weil die Aufgabe hiermit erledigt ist. Diese interne Stellungnahme geht dann wiederum in dem Bauamt ein. Man kann direkt aus dieser Stellungnahme in die Akte springen, wieder prüfen, sind jetzt alle Unterlagen vorhanden, die zur Bescheidung notwendig sind. Wir haben Nachforderungen, wir haben eine interne Stellungnahme und jetzt stellen wir fest, okay, das ist alles richtig erfolgt, ich kann diese Stellungnahme aus dem Postkorb quittieren, weil sie ja im Postkorb ist. Jetzt geht es weiter mit einer externen Beteiligung. Wie läuft das da? Wie läuft das mit Ämtern und Gemeinden, die keinen Zugriff auf D3 haben? Auch da nutzen wir wieder den Portalexport und versenden das Ganze diesmal aber ans Backend. Auch hier wählen wir wieder den dazugehörigen Vorgang aus, exportieren das Ganze und wechseln nun ins Backend. Hier hat die Sachbearbeitung die Möglichkeit zu prüfen, ob die Datei angekommen ist. Und wenn sie sich vergewissert hat, dass alles okay ist, kann sie einfach bei den Tätigkeiten die Gemeinde beteiligen, hier eine entsprechende Gemeinde auswählen, dann die entsprechenden Dokumente, die für diese Beteiligung notwendig sind, auch auswählen. Es wäre die Möglichkeit, auch mehrere Dokumente auszuwählen oder alle und die Beteiligung losschicken. Fein ist es auch noch, dass wir theoretisch, wenn wir jetzt überprüft haben, dass das funktioniert hat, den Status ändern können, sodass sowohl intern als auch extern angezeigt wird, dass wir das jetzt vielleicht in einer weiteren Prüfung haben, sodass es möglich ist, hier sowohl manuell als auch theoretisch automatisch Statuswechsel Beteiligung aus Sicht der Gemeinde. Das Dokument ist, also eine E-Mail wurde jetzt an die Gemeinde geschickt. Die Gemeinde hat hier nun den Zugriff auf den Vorgangsraum, auf die für sie wichtigen Informationen, nur auf die für sie wichtigen Informationen. Der Bearbeiter loggt sich ein. Ich habe hier mal gezeigt, was zum Beispiel unterdessen passiert sein könnte, dass die Datenschutzbestimmungen angepasst worden sind. Und sie kommt auf die Übersicht ihrer Beteiligung, kann sich dann die einzelne Beteiligung anschauen und hat hier die antragstellende Person und die Informationen zur einreichenden Person und dann eine komplette Übersicht des Bauantrages selbst auch nochmal. Und kann dann alle angelegten Dokumente mit einem ZIP runterladen oder auch das einzelne Dokument anklicken, prüfen und bearbeiten, zum Beispiel das in die Gemeindevertretersitzung geben. Wenn sie dann soweit ist, kann man die Stellungnahme abgeben, indem man ein Dokument hinzufügt oder aber vielleicht auch über ein Formularfeld angibt, wie die Gemeinde entschieden hat und die Stellungnahme abgeben. Wie bereits bei allen anderen Dokumenten, die aus dem Portal kommen, kommt das auch wieder im entsprechend hinterlegten D3-Postkorb an, wird wiederum in die elektronische Akte manuell abgelegt, sodass ich mir nun die vollständige elektronische Akte anschauen kann. Ich habe die Nachforderungen, ich habe die internen Beteiligungen, die externen Beteiligungen und kann nun zu meinem Urteil gelangen, ob ich das Ganze positiv oder negativ bescheiden kann. Ich prüfe noch einmal den ganzen Vorgang, schaue mir die entsprechend dazugehörigen Dokumente an, versichere mich nochmal, dass das alles seine Richtigkeit hat und füge nun der Akte einen Bescheid hinzu. In dem Fall wiederum aus Browsers Bau natürlich heraus generiert, automatisch in die D3-Akte übergeben. Und diesen Bescheid
versende ich wiederum über den Portalexport an das Frontend an den Einreicher. Der Einreicher erhält auch wieder eine E-Mail. Dadurch, dass wir diesem Dokumententyp den Bescheid gegeben haben, bekommt diese E-Mail schon den Hinweis, Achtung, es liegt ein Bescheid vor. Er kann sich einloggen, geht wieder über das interoperable oder demnächst interoperable Postfach und findet dort die Information, kann dort in den entsprechenden Antragsvorgang einspringen und findet dort unter Bescheiden das entsprechende Dokument oder die entsprechenden Dokumente. Hier sichtbar angeklickt, um zu zeigen, dass die Baugenehmigung dann auch erteilt wurde. Für alle vielleicht auch interessant, einfach mal zu wissen, wie sind wir eigentlich vorgegangen, um so ein Projekt umzusetzen. Und da wird Ihnen Frau Rowohlt jetzt eine kurze Einführung geben. Ja. Wir haben das nicht einfach so gemacht, sondern Grundlage war unser Projekt NWM Online. Kannst du bitte einmal? Dieses Projekt ist ein gefördertes E-Government-Projekt des Landes gewesen und wie Sie sehen, 2016 schon vor dem OZG. Durch diese Förderung hatten wir die Möglichkeit, ein Projektmanagement, ein externes Projektmanagement aufzusetzen. Wir konnten uns Überlegungen machen, welche Dienste wir online schalten wollten und hatten dazu 3 wichtige Aufgaben. Wir konnten uns eine Strategie erarbeiten, wir haben das Prozessmanagement aufgesetzt und ganz wichtig, um Online-Dienste haben zu können, ist die E-Government-Infrastruktur. Als Ergebnis der E-Government-Strategie haben wir uns eine Roadmap erstellt. Wir haben dazu Grundlagen für den Straßenbau, das sind die Grundlagen unserer allgemeingültigen Aufgaben, die wir alle benötigen, an Hauptprojekten definiert und hatten dann im Jahr 2019 hier festgehalten, welche Aufgaben haben wir schon erledigt, welche Aufgaben sind in der Bearbeitung und welchen weiteren Aufgaben wollen wir uns stellen. In der Hoffnung, dass das OZG uns eine Verbesserung bietet, haben wir damals dann auch auf der linken Autobahnseite eine Zufahrt generiert. Leider haben wir bis jetzt dort noch nicht viele Auffahrten verzeichnet gehabt. Wichtig und Hauptleitsatz ist, dass wir also mit diesen 5 Standards, die wir in den Straßenbau dargestellt haben, das Fundament unserer E-Government-Infrastruktur aufbauen. Und das bedeutet, wir brauchen das Servicekonto, wir brauchen eine Rechtssicherheit, wir möchten das E-Payment mit integrieren und wir möchten auf die festgelegten XÖF-Standards setzen. Und das alles funktioniert nur mit einer elektronischen Akte. Das haben wir beispielhaft am Bau online umgesetzt und können damit jetzt auch alle folgenden Verfahren umsetzen. Das Highlight unserer Entwicklung war die Kollaborationsplattform. Wir sind während der Umsetzung des Baugenehmigungsverfahrens darüber gestolpert, dass man immer wieder zusammenarbeiten muss. Das ist sowohl vor der Antragstellung, das sind die Bauherren und die Entwurfsverfasser, es ist nach der Antragstellung, dass sowohl die Sachbearbeiter mit den internen Behörden, mit den externen Behörden, mit Prüfingenieuren zusammenarbeiten müssen. Und ich muss auch Bescheide und weitere Bauunterlagen wieder zur Verfügung stellen, den Einreicher. Und ich muss auch, oder wir möchten gerne auch, natürlich den Gebührenbescheid übermitteln und die entsprechenden Zahlungen einreichen. Das Besondere an unserem Vorhaben war der hohe Digitalisierungsgrad. Wir haben uns von Anfang an als Ziel gesetzt, medienbruchfrei aufzutreten. Das heißt, von der assistenzgestützten Antragstellung über den Hauptpunkt, die elektronische Akte, mit der externen Beteiligung, der internen Beteiligung, mit dem Zusenden des Online-Bescheides und dem Gebührenbescheid und dem E-Payment, diesen kompletten Prozess digital darstellen zu können. Das haben wir natürlich nur geschafft, weil wir ganz viele beteiligte Nutzer und Diskussions- und Workshop-Runden hatten. Wir haben über das UZG-Labor die Antragsteller, die Ingenieure mit hinzugefügt und wir haben hier als Beispiel einen intensiven Nutzer unsere Online-Antragstellung dargestellt. Er wohnt mitten im ländlichen Raum. Er hat zwar LTE, aber 15 Kilometer bis zum nächsten Briefkasten. Das heißt, für ihn ist das ein Segen, dass er sich mit seinen Kunden in sein Büro hinsetzen kann und diese Online-Antragstellung vollenden kann. Wenn Sie möchten, können Sie hierzu auch sich das Video angucken von diesem Nutzer. Das ist mit dargestellt in dem Video, in der Präsentation. Ich übergehe. Und damit gehen wir einfach mal zu dem, was wir im Rahmen des Projektes eigentlich für Ergebnisse erzielt haben. Was haben wir gemacht?
natürlich haben wir zum einen das Baugenehmigungsverfahren umgesetzt und wir haben es OZG-konform umgesetzt. Wir haben mit diesem Baugenehmigungsverfahren auch die OZG-Referenzimplementierung vom Land Mecklenburg-Vorpommern für das Themenfeld Bauen und Wohnen vorbereitet. Und wir haben zudem die Infrastruktur für die Umsetzung sämtlicher OZG-Leistungen geschaffen. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist kein Einzelgänger, das ist nichts, was wir nur für das Baugenehmigungsverfahren verwenden können, sondern wir können, wenn wir die Formulare auf der Internetseite entsprechend zur Verfügung gestellt haben, mit den entsprechenden Konfigurationen selbst als Landkreis ohne externe Hilfe diese Anträge zurück an den D3-Postkorb senden, in die Akten ablegen und auch entsprechend aus den Akten zurück an den Antragsteller oder den Einreicher senden. Das war uns ganz wichtig, dass wir unabhängig sind. Wir haben das Ganze realisiert über die sogenannte CIMIS-Schnittstelle. Warum haben wir das gemacht? Zu dem Zeitpunkt, als wir über diese Übergabe und Automatisierungen gesprochen haben, standen uns die XÖF-Standards noch nicht zur Verfügung, sodass wir da aus einer Not eine Tugend gemacht haben und gesagt haben, okay, wie können wir das denn, wenn diese Standards nicht zur Verfügung stehen, über einen anderen standardisierten Weg umsetzen? Und hierfür haben wir quasi die CIMIS-Schnittstelle genutzt, die uns da entgegenkam und mit der wir jetzt alle anderen Leistungen umsetzen können und werden. Und als Ergebnis dieser Umsetzung haben wir auch im E-Government-Wettbewerb 2020 es geschafft, den ersten Preis zu erhalten. Ich denke, das ist auch was, das kann sich sehen lassen. Aber nun die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Bleiben wir da jetzt stehen? Haben wir jetzt was gemacht und machen jetzt einfach ein paar Online-Leistungen? Nein, wir wollen mehr. Natürlich gehen wir weiter. Das Ganze soll weiter optimiert werden, es soll automatisiert werden und natürlich müssen wir diese ganzen Verfahren jetzt quasi dann auch tatsächlich umsetzen. Wir werden als allererstes vor allem bei der Portalkonfiguration, bei der Antragsstellung noch sehr viel Kraft investieren. Eine mögliche Erweiterung für so eine Portalkonfiguration könnte zum Beispiel sein, dass man auch Weitergewährungsanträge implementiert. Zum Beispiel bei Sozialleistungen ist das interessant, weil die Antragsteller nicht nur einen ersten Antrag stellen, sondern bezugnehmend auf einen Erstantrag auch eine Weitergewährung quasi wünschen. Wie vorhin vielleicht dem Nutzer, der sich öfter mit D3 und mit der Digitalisierung beschäftigt, aufgefallen ist, findet diese Ablage in die elektronische Akte im Moment auf manuellem Wege statt. Wir werden zukünftig, und wir haben auch schon damit begonnen, das vorzubereiten, diese Ablage in die Akte automatisiert umsetzen können. Mithilfe einer sogenannten XML, wer vorhin mal aufmerksam bei dem Posteingang geschaut hat, bei den Dingen, die reingekommen sind, da war auch eine XML-Datei dabei. Die werden wir dann natürlich entsprechend mit dafür verwenden, das Ganze in die Akten auch direkt abzulegen, um die manuelle Ablage quasi überspringen zu können. Des Weiteren möchten wir gerne die ins D3 mitgelieferte Antrags-XML, die wir erhalten, auch mit ins Fachverfahren bringen. Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich den Sachbearbeitern eine Unterstützung zur Verfügung stellen möchten, wie sie den Antrag aufnehmen. Das dann zum Beispiel Name, Adresse, Straße, Geburtsdatum und sämtliche Angaben, die man quasi braucht, um den Antrag aufnehmen zu können und die erste Akte generieren zu können, dass man die nicht mehr manuell abtippen muss, sondern dass diese Datenverarbeitung tatsächlich automatisiert verfolgt. Das machen wir natürlich nur so lange, wie die X-Standards noch nicht zur Verfügung stehen. Sobald diese X-Standards, wie zum Beispiel X-Bau, X-Finanz, zur Verfügung stehen, werden wir die natürlich in unsere aktuelle Lösung implementieren. Des Weiteren wollen wir natürlich auch mittels Workflow-Funktionalitäten die Automatisierung weiter vorantreiben. Ein Beispiel für eine solche Automatisierung und mit Workflow-Unterstützung könnte zum Beispiel das Beteiligungsverfahren sein. Wenn zum Beispiel aus Prosos Bau heraus eine Beteiligung angeschoben wird, dass das bis ins D3 übertragen und sogar bis in das Portal mit übertragen wird, ohne dass man sich erst ins Backend einloggen muss. Und wie gesagt, die eigentliche Aufgabe kommt erst noch, die eigentliche Umsetzung aller Verfahren, die wir quasi noch vor uns haben im Rahmen der OZG-Umsetzung. Und damit Sie auch sehen, dass wir hier nicht nur das Ganze theoretisch umgesetzt haben, sondern dass das auch ganz praktisch funktioniert, haben wir hier zumindest mal
ein Beispiel mitgebracht für den BUT-Antrag für Bildung und Teilhabe und möchten Ihnen das ganz kurz einfach mal zeigen. Das ist jetzt ein Blick in unsere Werkstatt. Dieser Antrag ist noch nicht online geschaltet, aber als Beispiel hier funktioniert das genau so wieder, dass der Nutzer sich einloggt, hier die entsprechenden Daten angibt. Es gibt auch natürlich ein Prefilling der entsprechenden, in diesem Fall für Bildung und Teilhabe dann meistens des Elternteils. Wir haben hier einfach mal wirklich relativ zügig dargestellt, dass die Informationen in die Felder eingetragen werden. So weit, so gut, das ist die Information, die man weiß, dass was in den Formularen immer eingetragen werden muss. Wir haben hier auch, ähnlich wie Sie das eben schon beim Bauantrag gesehen haben, wieder versucht, vom Layout her diesen fazitierten Antrag darzustellen und die Möglichkeit zu bieten, schnell themenbezogen Dinge hochladen zu können oder bearbeiten zu können. Als Beispiel haben wir hier auch einmal dargestellt, wie das funktioniert, wieder eine Datei hochzuladen. Das kennen Sie alles schon von dem Video davor. Und wir kommen jetzt hoffentlich schnell zu dem Ergebnis, dass wir alle Felder ausgefüllt haben und dass das Einreichen möglich wird. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass grundsätzlich alle Daten sofort zwischengespeichert werden und dass man sich dann auch wieder einloggen kann und an der Stelle weiterarbeiten kann. Wir haben endlich den Status erreicht, wir haben abgesendet, der Antrag ist jetzt auf dem Weg in das Dokumentenmanagementsystem. Und wie bereits beim Baugenehmigungsverfahren gezeigt, gehen diese Anträge in einem vordefinierten D3-Postkorb ein. Es wird wieder eine Akte erstellt und über diese Posteingangsbearbeitung werden die Dokumente in diese elektronische Sozialamtsakte abgelegt. Da das Prozedere jetzt hier das gleiche ist, würden wir das hier an der Stelle abkürzen. Wir haben heute nicht so viel Zeit und möchten Ihnen ganz kurz noch zeigen, wer eigentlich an diesem Projekt alles mitgewirkt hat. Das ist ja immerhin ein Projekt, das seit 2016 doch sehr umfangreich war, sehr lange gedauert hat und das kriegt man auch nicht so ganz alleine hin. Wir fangen einfach mal an. Wir haben eine Antragstellung für eine Idee für ein Projekt gehabt, aus der Stabsstelle heraus. Dieses Projekt nannte sich NWM Online und wurde gefördert von Land Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich haben wir stets die Unterstützung der Büroleitung, der Verwaltungsleitung gehabt und die Verwaltungsleitung stand auch zu jeder Zeit hinter dem Projekt, was sicherlich auch für die Durchführung eines solchen Projektes zu jedem Zeitpunkt sich als günstig erwiesen hat. Wir haben im Rahmen des Projektes ein Prozessmanagement aufgebaut. Dieses Prozessmanagement hat sämtliche Baugenehmigungsprozesse aufgenommen und auch E-Government wurde in dem Moment besser definiert und aufgebaut mit einer entsprechenden Strategie. Bei beiden Themenfeldern wurden wir unterstützt von der Data Group, die auch während des gesamten Projektes uns im Projektmanagement unterstützt hat. Das ist ein weiterer wichtiger Partner in diesem ganzen Projekt, weil wir hier ganz viel über Infrastruktur reden. Welche Systeme arbeiten auf welchem Niveau miteinander, welche Sicherheitseinstellungen sind zu berücksichtigen, was ist technisch möglich. Da ein großes Dankeschön auch an das IT-Management, das da viel Kraft und Zeit investiert hat und an die entsprechenden Partner von T-Systems und unserem Betriebsteam Pebit. Ein weiterer ganz wichtiger Player in diesem Pilotierungsprozess, die Baubehörde. Die hat natürlich in diesem ganzen Transformationsprozess, die Einführung der E-Bauakte, die Pilotierung der Online-Verfahren etc. pp. Wirklich auch sehr viel Kraft und Zeit investiert und wir hatten da eine sehr engagierte oder haben eine sehr engagierte Fachdienstleiterin, die auch stets hinter dem Projekt stand, aber auch kritische Fragen gestellt hat, die wir durchaus immer dann auch konstruktiv angenommen und soweit möglich umgesetzt haben. Wie gesagt, im Baubereich haben wir die E-Bauakte, die mit dem Fachverfahren Pro Bauk quasi zusammenarbeitet, das von Prosos zur Verfügung gestellt wird. Wir haben natürlich das DMS, unsere Kollegen von der Develop. Auch da habe ich im Rahmen des Projektes sehr, sehr viele Kollegen kennenlernen dürfen, egal ob wir jetzt über die CIMIS-Schnittstelle reden oder über die E-Bauakte, über Online-Dienste, XML-Dienste. Sehr umfangreich, tolle Arbeit, das hat auf alle Fälle Spaß gemacht.
Wir reden natürlich aber auch über die Seite vom Portal, das heißt dort, wo die Anträge quasi vom Bürger gestellt werden. Und dieses System wird von der Brain SCC quasi zur Verfügung gestellt, das von unserem Geodatenzentrum betreut wird. Auch die haben da sehr viel Kraft und Ideen reingesteckt, dass das Ganze auch im Zusammenspiel funktioniert. Eine weitere Entwicklung, in die wir wahrscheinlich auch gehen werden, müssen, dürfen, können, wird auf alle Fälle das Geo-Government sein. Deswegen ist das da beim Geodatenzentrum auch ganz gut aufgehoben. Wir haben natürlich auch noch die Finanzabteilung mit unserem Fachverfahren HKR. Dieses Fachverfahren arbeitet zum einen mit dem Fachverfahren von Prosus zusammen, also aus unserer Baubehörde, aber natürlich auch mit unserer Portallösung. Denn wenn Sie einen Baubescheid online bezahlen, dann muss das natürlich auch bei uns verbucht werden. Und dieses Zusammenspiel musste man technisch erstmal abbilden und entsprechend umsetzen. Nicht zu vergessen sind die intern beteiligten Ämter. Wie Sie vorhin gesehen haben, machen wir die interne Beteiligung für das Baugenehmigungsverfahren über das D3. Und auch da waren diverse Ämter, ob nun das Gesundheitsamt, das Jugendamt, das Veterinäramt, auch die untere Naturschutzbehörde, diverse Ämter beteiligt, die alle einzubinden, zum Teil komplett neu im D3 quasi dort einzuführen. Das war auf alle Fälle eine sehr spannende und umfangreiche Arbeit. Aber wir haben auch externe Ämter beteiligt. Gerade für diese externe Beteiligung brauchen Sie Gegenspieler, mit denen Sie das ganze Verfahren einfach mal durchspielen können. Ob das so funktioniert, ob das praktikabel ist, ob das bei denen überhaupt in die Arbeitsprozesse reinpasst und wie man das vielleicht auch noch besser gestalten kann. Hier haben wir das Amt Rehna und Amt Lützow-Lübsdorf, die uns während der gesamten Projektlaufzeit quasi unterstützt haben. Die Aufzählung, muss ich dazu sagen, ist nicht vollständig. Das hätte einfach wirklich nicht auf die Folie gepasst. Aber wir haben jetzt hier, denke ich, erstmal einen groben Überblick über die wichtigsten Schlüsselspieler. Und an der Stelle einfach mal wirklich von ganzem Herzen ein großes, großes Dankeschön an alle Beteiligten. Wir haben das im Landkreis mit Bordmitteln umgesetzt. Wir hatten kein zusätzliches großes Projektteam, das wir hierfür zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir haben alle stets an einem Strang gezogen. Und ja, es gab auch Auseinandersetzungen, aber am Ende sind wir doch froh über die Lösung, die wir gemeinsam erzielen konnten, und das geht tatsächlich nur zusammen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu unserer Online-Lösung, wir hoffen, dass wir Ihnen schon mal Impulse geben konnten und dass Sie einen ersten Eindruck davon haben, wie bei uns die Online-Prozesse umgesetzt werden, was wir gemacht haben, was wir tun und was wir noch tun werden. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wenden Sie sich doch gern an Oliver Pauls, der ist in die Prozesse entsprechend jeweils mit involviert. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.